Erinnert ihr euch? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Und eigentlich hatten wir die erste Folge der neuen Staffel bereits im Mariannenkiez gedreht. Damals konnten wir noch nicht erahnen, wie sehr das Virus unser aller Alltag beeinträchtigen wird. Die Pandemie hat sich auf einen Teil unserer damaligen Protagonisten so nachhaltig ausgewirkt, dass wir heute ihre Geschichten neu erzählen wollen. Dieses Mal befinden wir uns im Mariannenkiez in Berlin-Kreuzberg, also im Dreieck Cottbusser Tor, Mariannenplatz, Oranienplatz. Hier tobt das Leben, mal chaotisch, mal turbulent, manchmal aber auch ganz in Ruhe. Für mich macht diesen Kiez besonders, dass es hier tolle Angebote für die Kinder gibt. Es ist auch sehr grün und es ist einfach eine chillige Atmosphäre. Die Vielfalt macht ihn aus und trotz der viel beklagten Gentrifizierung, finde ich, gibt es hier immer noch ganz viel, wo man sagt, boah, das ist doch extrem unterschiedlich, kontrastreich und ganz, ganz bunt. Mir gefällt es einfach. Ein großes Thema, und das nicht nur in Berlin, ist Nachhaltigkeit. Die Modeindustrie ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer überhaupt. Hoher Wasserverbrauch, hoher Kohlendioxidausstoß und die Verwendung von Gift verleihen der Modebranche alles andere als einen grünen Anstrich. Dazu kommt, dass man oft für das Billigsegment, also Wegwerfware, produziert oder im Luxusbereich Einzelstücke kaum erschwinglich sind. Dagegen richtet sich die Idee von Rent Revolution. Deren Geschäftsführerin Robina von Stein haben wir bereits im März getroffen für ein Interview und sie stand uns damals Rede und Antwort. Nun sehen wir sie wieder, um zu erfahren, was sich alles geändert hat. Im März haben wir noch für den Endkunden gearbeitet. Das heißt, wir hatten eine Plattform, wo Kunden sich anmelden konnten und über unser System Kleider für Frauen mieten konnten. Durch die Pandemie haben wir schnell handeln müssen, da wir gemerkt haben, dass die Endkunden gerade so Vermietungssysteme nicht mehr das Wichtigste fanden. Und dann haben wir uns dafür entschlossen, Modemarken, unser entwickeltes Konzept zu verkaufen. In der Praxis funktioniert Rent so, dass wir uns mit Modemarken zusammensetzen und schauen, wie müssen Produkte produziert sein, um ressourcenschonend und recycelbar zu sein. Im zweiten Schritt installieren wir für die Marken ein Vermietungssystem, sodass sie Produkte wie zum Beispiel bei Kindern, Kinderkleidung vermieten statt verkaufen können. Ich bin auf die Idee gekommen, Rent zu gründen, weil ich selber auch gemerkt habe, dass ich zu viel konsumiere und dass die Modefirma eines der größten Umweltverschmutzer weltweit ist. Und ich wollte eine Lösung finden, wie Kunden weiter Mode genießen können, ohne immer etwas Neues kaufen zu müssen. Unser Ziel ist es, die Modeindustrie in eine Kreislaufwirtschaft zu verwandeln. Wir wollen weg von dem aktuellen linearen Wirtschaftssystem von Produktion, Konsum, Wegwerf hin zu einem Kreislauf, wo wir produzieren, konsumieren, wieder aufbereiten, wieder tragen. Das heißt, wir haben einen geschlossenen Materialkreislauf, wo Produkte nicht mehr weggeworfen, sondern im System bleiben. Das heißt, sie werden entweder recycelt, upcycelt, aber wir haben keinen Abfall mehr in dem Sinne, wie wir es heute haben. Und das ist ganz wichtig, weil die Modeindustrie wirklich eines der größten Umweltverschmutzer der Welt ist. Ich habe mich im Mariannenkiez ein wenig umgeschaut und ein paar schöne Stellen entdeckt. Auf geht's zur Fotosafari, die findet ihr übrigens auch auf Instagram. Dieser Brunnen hier ist ein Trinkbrunnen und davon gibt es in Berlin immer mehr. Angefangen hat das Ganze als Pilotprojekt hier im Viertel, Stichwort Wasserkiez. Und was es damit auf sich hat, kläre ich jetzt mit Bettina vom Verein Tip Tap. Ungewöhnlicher Name, was steckt denn erstmal dahinter? Ein Tipp Leitungswasser heißt es auf Deutsch und wir haben ursprünglich angefangen als so eine transnationale Initiative
mit Leuten aus Bilbao zusammen. Deswegen haben wir was genommen, was Englisch ist und so ein bisschen verständlicher, nicht nur in Deutschland. Okay, wie fängt man denn mit Leuten in Bilbao an? Tja, damals hat die EU Jugend in Aktion so ein Förderprogramm gehabt, wo sich Leute aus verschiedenen europäischen Ländern zusammentun sollen. Da gibt es halt viel mehr solche Trinkbrunnen an jeder Ecke. Und hier in Berlin gab es damals 16. Also ziemlich genau vor 10 Jahren, seitdem gibt es Ötip-Tap. Okay, 16 Trinkbrunnen gab es damals in Berlin. Wie viele gibt es jetzt, 10 Jahre später? Über 100. Und nochmal so 60 Wasserspender in öffentlichen Gebäuden. Die Transportwege sind ja kurz, wir haben keine Verpackung. Was hat das Thema Nachhaltigkeit insgesamt dann für eine Bedeutung für euch? Eine ganz wichtige. Also das ist eigentlich die ursprüngliche Idee gewesen, dass wir gedacht haben, was kann denn jeder so machen? Also dass man sagt, ich steige von Flaschenwasser auf Leitungswasser, das bringt extrem viel. Du sparst den Plastikmüll, du hast eben, wie du sagst, keine Transportwege mehr, keinen CO2-Ausstoß mehr. Und es ist zudem noch besser kontrolliert und billiger, muss nicht mehr schleppen, also alles mögliche Vorteile. Sind diese Brunnen vom Design her alle identisch, sodass wenn ich einkenne, so wie diesen blauen hier, ich wieder erkenne, oh, da ist eine Trinkstelle, da ist eine Trinkstelle, oder sehen die anders aus? Es gibt in Berlin 2 Modelle. Es gibt noch so eine silberne Schale, die sieht man auch manchmal. Das ist der schickere, der Kaiserbrunnen. Man erkennt die schon, aber wir von der Ötip-Tap hätten es eigentlich auch gerne, dass die so ausgeschildert sind im Stadtbild, dass man immer weiß, wo ist der nächste Brunnen. Ja, das wäre super. Ja. Wo geht denn die Reise dann hin? Die Berliner Wasserbetriebe suchen gerade nach neuen Standorten. Da kann man auch als Bürger Vorschläge machen. Also da geht es steil nach oben und wir sind da sehr stolz drauf. Neben den Trinkbrunnen habt ihr ja noch sogenannte Refill-Stationen. Wie funktionieren die und inwiefern unterscheiden die sich denn? Also die Trinkbrunnen sind öffentlich zugänglich. Refill-Stationen sind irgendwie Geschäfte, Cafés, Restaurants, irgendwelche Sachen, die auch öffentlich zugänglich sind, aber eben drinnen. Und als Refill-Station verpflichtet man sich dazu, dass man, wer auch immer da reinkommt, mit seinem wiederbefüllbaren Gefäß Leitungswasser bekommt. Schöne Sache, die ihr da macht. Vielen Dank auf jeden Fall. Danke fürs Vorbeischauen. Wenn ihr einen solchen Trinkbrunnen nun bei euch in der Nähe findet, dann wisst ihr, wo das Ganze angefangen hat, nämlich hier im Mariannenkiez. Seit über 30 Jahren gibt es hier in der Mariannenstraße das Frauenzentrum Schokofabrik e.V. Was es mit diesem in seiner Vielfalt wohl einzigartigen Projekt auf sich hat, erzählt uns heute Anke Petersen, die die Geschicke des Vereins von Anfang an mitgestaltet hat. Das Frauenzentrum Schokofabrik ist ein Ort für verschiedenste Frauen hier aus dem Kiez, für ganz Berlin, egal welcher Herkunft, egal welcher Orientierung, also offen für alle Frauen und Mädchen. Im ideellen Bereich haben wir diverse Beratungen, wir haben Bildungsveranstaltungen, wir vermieten unseren Seminarraum kostenlos vergebenden an Selbsthilfegruppen. Wir haben im Sport- und Tanzbereich, das ist unser Zweckbetrieb, verschiedene Kurse wie Pilates, Selbstverteidigung, ganz wichtiger Bereich auch. Wir haben den wirtschaftlichen Bereich, das Hammam, das zur Entspannung da ist. Wir haben dann noch angrenzend die Werkstatt, die wir oben sehen, wo Frauen offene Möbelbaukurse an den teilnehmen können, Möbel bauen können oder auch Aufträge vergeben können. Wir haben die Kita noch für Kinder von 0 bis 6 und wir haben das Café Oja hier vorne zur Straße hin, das für gemischtes Publikum auch geöffnet ist. Nach der Studentenbewegung kamen ja die Frauen doch etwas kurz und da bildete sich Ende der 70er Jahren die Frauenbewegung, die zweite hier in Berlin und Deutschland. Und dann wurden die ersten Frauenprojekte gegründet, wie ein Frauenzentrum, Kultureinrichtungen und so weiter. Parallel hatten wir so eine ähnliche Situation wie jetzt auch. Es war wahnsinnig schwierig, Wohnungen zu finden. Und da hat sich ja die Besetzerbewegung gegründet. Und hier bei uns in der Schoko kamen also beide Ideen zusammen, einen Ort für Frauen zu schaffen, hier im Kiez. Und nicht nur zu wohnen, sondern auch wohnen und arbeiten. Wir sind sozusagen von Besetzerinnen zu Besitzerinnen geworden. Da haben sich Frauen zusammengetan, haben die Genossinnenschaft Schokofabrik gegründet und 2004 kam es dann tatsächlich dazu, dass die beiden Häuser hier gekauft wurden. Und das war natürlich wirklich sehr gut, wie wir jetzt feststellen, weil so durch diesen Kauf unsere Arbeit und auch der Wohnraum für Frauen langfristig gesichert werden konnten. Mein persönlicher Lieblingsort ist einmal Engelbecken, Kaffee am Engelbecken und dann unser Nachbarkollektiv, Frauenkollektiv hier Kraut und Rüben, der Naturkostladen, den es schon länger gibt als uns und die vielen schönen Cafés und Geschäfte am Heinrichplatz natürlich. Der Heinrichplatz, der übrigens umbenannt werden soll in Rio-Reiser-Platz auch. Das war eine neue Folge Einfach dein Kiez. Dieses Mal aus dem Mariannenkiez, abseits der Hauptstraßen und ausgetretenen Pfade. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Lasst gern einen Kommentar da oder abonniert unseren Kanal. Eine neue Folge gibt's dann in einem Monat.
Und wer sofort weitersehen möchte, kann sich hier oder hier neue Folgen anklicken.